Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder ein richtig geiles Highlight für euch und zwar stelle ich euch heute die Diana P1000 Target Hunter vor. Los geht's, viel Spaß. Hier seht ihr das Schmuckstück. 113,5 cm lang, 44,5 cm langer Lauf, 3817 Gramm hat das Gewehr an Gewicht und es ist ein absolut geiles Stück Technik. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal Schritt für Schritt in einer Aufnahme an. Los geht's. Hier vorne haben wir den Lauf. Oben seht ihr eine Schraube, die auf dem 1,5 Zoll UNF-Gewinde aufgeschraubt ist. Ich mache die gerade mal ab. Und hier lässt sich jetzt dann der Schalldämpfer einfach aufschrauben oder ein Kompensator. Hier vorne habt ihr dann noch das Manometer. Das ist gerade so auf 100 Bar ungefähr gefüllt. War vorhin mal auf 300, aber ich habe mich schon ein bisschen ausgetobt. Dann seht ihr den 44,5 cm langen Lauf. Den wunderschönen Target Hunter Schaft mit der Fischhaut hier vorne im Vorderschaftbereich. Hier an der Seite sehen wir Kaliber 4,5.177, ganz wichtig, Made in Germany. In dem Fall hier ein F, gibt es aber bis zu einer Leistung von 26 Joule. Dann haben wir den Stift, der das Magazin hält. Dann haben wir hier den Verschluss, der den Stift, wie ihr gesehen habt, bewegt. Hier nochmal die Bezeichnung des Gewehrs, Diana P1000. Den T06 Abzug, der im Vorweg, im Druckpunkt und im Abzugsgewicht von 400 bis 500 Gramm einstellbar ist. Dann haben wir den unglaublich schönen Lochschaft hier mit der Fischhaut am Griff. Liegt absolut geil in der Hand, das Gewehr. Die erhöhte Schaftbacke, die sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Das kleine TH, was für Target Hunter steht. Die verstellbare gummierte Schaftkappe. Dann seht ihr hier die Sicherung. Momentan ist sie auf weiß, das heißt safe. Wenn ich es jetzt reindrücken würde und geladen hätte, dann würde ich den roten Punkt nur noch sehen und dann wäre sie zum Feuern bereit. Natürlich auf keinen Fall vorenthalten will, ist der Hebel zum Repetieren. Und hier oben drauf, wo ihr die Montage seht, die 11 mm Prismenschiene. Und jetzt hätte ich gesagt, wird es Zeit für das, auf was wir alle warten. Wir machen den Schusstest. Viel Spaß! Jetzt kommen wir dazu, wo wir alle drauf gewartet haben, und zwar mache ich den Schusstest mit der Diana P1000. Ich bin richtig gespannt, es wird bestimmt sehr geil, also viel Spaß, Leute! Ihr habt es gesehen, nachdem ich den letzten Schuss verzittert habe, habe ich jetzt lieber mal aufgehört. Ein absolut geiles Schussgefühl. Wir haben hier einen Streukreis von 6,7 mm, sagen wir einfach mal 7 mm, wobei, wenn wir hier genau hinschauen, das wirklich nahezu in einem Loch liegt. Also ein echt sehr, sehr respektables Schussergebnis. Ich habe allerdings auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ihr habt es gesehen, das Gewehr sieht nicht nur ultra geil aus, sondern es schießt auch extrem präzise. Was soll man da noch sagen? Ich behaupte, das ist ein Loch, okay, ist ein Millimeter mehr, streiten wir uns nicht drum. Sei es drum, präzise genug ist es auf jeden Fall. Ihr habt es gehört vielleicht, ich hatte den Schalldämpfer montiert, ich wollte die höchstmögliche Präzision und habe mir gedacht, dass die Luftverwirbelungen einfach ein bisschen kompensiert werden. Montiere ich den Schalldämpfer, ist auch schön leise hier für den Schießstand, ist auch nicht schlecht. Und das Ergebnis spricht ja für sich.
Ihr habt hier noch ein zweites Teil gesehen. Das ist der Einzelschussadapter. Der ist hier bei dem Gewehr schon im Lieferumfang dabei. Das ist ein Vorteil gegenüber vieler anderer Pressluftgewehre, wo man den meist ab 40 € bis hin zu 80 € separat dazu kaufen muss. Funktioniert auch ganz einfach. Der wird hier genommen, hereingeschoben und dann wird es eben verschlossen. Und schon ist der Diabolo geladen und kann Einzelschuss dann geschossen werden. Was ihr natürlich braucht für Hunter Field Target bzw. Field Target. Sonst gibt es noch zu sagen, das Magazin ist ein 14-Schuss-Magazin, repetiert sich automatisch durch die Betätigung des Repetierhebels immer einen Schuss weiter. Ich würde das auch gerade mal einlegen, dass ihr es seht. Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Hier reingeschoben, zugedrückt, Repetierhebel geschlossen und dann kann man schon feuern. Ihr hört, es ist auch sehr leise. Ich werde euch das gerade noch mal zeigen. Ihr seht hier den Repetierhebel. Einmal weiter, Repetierhebel schließen. Es hat sich automatisch hier die Sicherung aktiviert. Die deaktiviere ich jetzt wieder und dann kann man schießen. Nochmal das Ganze. Ich hoffe, das sieht man gut. Einmal Repetierhebel, Sicherung geht rein, Repetierhebel zurück, Sicherung drücken und das war schon der ganze Spaß. Zeige ich euch das auch nochmal mit dem Einzelschussadapter. Einmal hier Sicherung rein, hier drüben entsichern, Mehrschussadapter raus. Ich drehe mal das Gewehr so ein bisschen. Machen wir mal so. Adapter rein. Jetzt seht ihr, dass der Adapter drin ist. Ich könnte jetzt hier rein, von der anderen Seite natürlich, von hier hinten, das Diabolo laden. Wir tun mal so, als ob ich es geladen hätte. Verschließen. Sicherungshebel schließen. Entsichern und Feuer. Sah jetzt ein bisschen kompliziert aus, geht aber eigentlich ganz gut von der Hand. Diabolo laden, Diabolo rein, zack, entsichern. Ich zeige es gerade nochmal. Einmal repetieren, hier rüberhängen, Diabolo einschieben, zurückschieben, Repetierhebel schließen, hier unten entsichern und Feuer frei. So, und jetzt wird es Zeit für den Chronitest. Viel Spaß, Leute! So, zum Chronitest der Diana P1000. Ich schieße mit JSB exakt 4,53 mm, 0,547 Gramm. So habe ich auch mein Chronit darauf eingestellt und jetzt lassen wir mal ein paar Schuss durch und gucken mal, was er in Leistung bringt. Viel Spaß! Ihr habt den Chronitest gesehen, ihr habt den Schusstest gesehen, ihr habt die Ergebnisse jeweils gesehen. Ich würde behaupten, die sind sehr nahe dran an der Perfektion. Vom optischen her ist klar immer eine Geschmackssache. Ich finde das Gewehr mega scharf, einfach echt durch diesen unglaublich schönen Schaft. Die Mischung aus den schwarzen und den braunen Komponenten vom Schaft, der Schalldämpfer passt hundertprozentig super dazu. Tja, und die Leistung stimmt, was soll man da noch sagen? Wem würde ich das Gewehr empfehlen? Ich könnte das Gewehr jedem Freizeitschützen empfehlen. Ich kann das Gewehr aber auch einem Hunter Field Target bzw. einem Field Target Schützen empfehlen, einfach weil der Schaft auch verstellbar ist. Preislich ist das Gewehr auf dem Niveau eines normalen mehrschüssigen Pressluftgewehrs, also die nehmen sich da alle nicht viel. Ich bin von der Leistung und von der Optik absolut begeistert. Tja, was bleibt mir noch zu sagen? Es ist echt schlimm, dass man nicht einfach jedes Gewehr, das man hier testet, behalten kann. Das ist ein unglaublich starkes Teil. Ich hoffe, der ein oder andere von euch gönnt sich das Vergnügen. Ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß dabei haben. Okay, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Liked mein Video, abonniert, teilt, macht sonst irgendwas damit. Ich finde es schön, dass ihr wieder da wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.